geworfen kriegen. Ja. Da musste man nein, ich glaube das, weil ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die wirklich flüchten müssten. Und hier wird es doch übertrieben, aber die Quittung kriegen sie jetzt bei der Regierung. Wir mussten bei Nacht flüchten. They had to flee from their country later. Das hat seinen Vater umgebracht. From East Prussia? From East Prussia, from Nein, aus Oberschlesien. What's Oberschlesien in English? Sonst Nur ganz kurz. Ganz kurz. Umgebracht. Her dad was killed. Schnell umgebracht. Also 4 Kinder, kleine Kinder. 4 children, 4 small children. Alles zusammengepackt. Had to quickly pack things quickly. Wer hat den Vater umgebracht? Die Russen? Sie hätten, der wurde immer geholt und der sollte... He was questioned, I think. Waffen, wo sind Waffen und where are weapons, etc. But Russen oder? Ja, auch Polen. Russen. Poles and Russian. And he was questioned. They were looking for weapons. Nächsten Tag wollten sie abholen und erschießen und dann haben sie nachts abgehauen. So wird das so. Und der Vater ist aber schon vorher erschossen? Nein, mein Vater, der ist ja geflohen. Der ist mit uns. Hatte das doch. So they fled. They fled the country and managed to avoid it. Wissen Sie, was meine Mutter gemacht hat? Ihr jüngerer Bruder ist 14 Jahre jünger. Is 14 years younger than him. Und da mussten sie flüchten. Der Junge war vielleicht 2 Jahre alt. And he was maybe 2 years old. Im Güterzug, im Winter 45, die hat sich auf ihn draufgesetzt, damit er nicht erfriert. She sat on him so that he wouldn't freeze to death. So ging's uns. Open wagons, da offene Wagen waren das da. Ja, wir waren 4 Mädchen. There were 4 girls. Ja. Da war ich 8. She was 8. Die jüngste 7. The youngest one was 7. 5, 6 kleine. 9 and 10. And they all had to flee. Mit Mutter und Vater. Mit Mutter und Vater. Mitten in der Nacht. In the middle of the night. Gleiwitz hat gebrannt. It was in flames. Leibniz. It was in flames, haben wir da, weiß ich noch, rumgestanden und dann she can remember ist ein Zug vor. Until a train left. Dann sind wir, das weiß ich nicht mehr, die Orte, wir waren bestimmt ein Vierteljahr unterwegs. They were about a quarter of a year on the road. Hören Sie mal, und all diese Leiden. Alles, dann wurden wir entlaust. Krätze hatten they had to be entliced. They had lice and everything all over them. Ganz schlimm. Ja, of course, natürlich. Ja, darf man gar nicht mehr dran denken. Aber hören Sie mal, wir haben 40 Reichsmark gekriegt als Entschädigung. They got 40 Reichsmark. Und als Entschädigung für das, was man verloren hat. Wir haben auf engen Raum leben müssen, nichts zu essen und so weiter. Wir haben kein Geschirr. Very small, cramped conditions. Wir haben nicht in Knicken gemordet, wie das heute die Flüchtlinge machen, weil es ihnen zu gut geht. They didn't behave as they wir haben uns geholfen these days. They helped each other. Of course, that's a different story. Das ist aber eine andere Geschichte. Ne? Das. Da können Sie, aber was soll ein Mensch wie wir da sagen? Wenn die kommen hier mit Handy bestens angezogen und so weiter. Und bei uns gibt es auch noch Armut. Just talking about the refugees these days, it's a completely different kettle of fish. Das ist nicht richtig. No, viele Länder machen das ja nicht, aber diese Barmherzigkeit, das ist ein barmherziger. Ich sage immer, die Merkel sagt ja immer, wir schaffen das. Merkel says, we can cope, we can manage it. Yes. Talking about the fact they were refugees and they suffered a lot and they helped each other, but the refugees that come these days, don't. They get everything. They were starving, and the ones they get everything given to them and still aren't grateful for what they get. That's what he's saying. Dann nach Lüdenscheid. And then they came to Lüdenscheid later. Eine Wohnung and they had a flat. They were given a flat. Wann war das? In welchem Jahr? 45, ne? 46. 1946. 46 im
Januar sind wir geflüchtet. They fled. Und im März. And in March. Kamen wir in Lüdenscheid an. They arrived in Lüdenscheid. Immer unterwegs. Wenn mein Vater nicht gewesen wäre, das war ein Riese von Mann, ja, dann wären wir gar nicht angekommen. If it hadn't have been for her father, then they'd never have made it. He was a really big man. Yeah. Wait, did she say that the Russians killed her father? I think I misheard that. I misheard it, obviously. I thought it did, but no, they Vater didn't. war bei der Bahnpolizei. He worked for the railroad, for the rail police. Oh, okay. Was hatten sie? Wen haben die Russen umgebracht? Nee, die wollten den umbringen. Sie wollten den. No, they wanted to kill him. And they were going to pick him up, and then they fled in the night. They were going to pick him up the next day. Lang abends geholt und dann sollte er verraten, dann kriegte er eine Liste, dann sollte er verraten, wer bei der SS ist und so. Yeah. He was supposed to tell them who had been in the SS and where the weapons are and all the rest of it, and they took him every evening for a week, and then in the end they fled in the night. Und dann in unserem Haus sind die Nachbarn schon geflohen, da war die Wohnung The neighbours had already left. Leer. And the flat was empty. Da sind das waren die Russen reingegangen. Some Russians, they moved into the flat. Ja, und dadurch, dann kam ein Russe immer rüber. And the Russian came over to weil them. wir 4 kleine Mädchen waren. There were 4 young children, young girls in the flat. Das hat ihm, glaube ich, leid getan. And he felt sorry for them. Und dann kam eines Abends and one evening he sagte, came and said, Herr Bude, Sie müssen flüchten. He warned them that they needed to flee, otherwise, ansonsten, yeah. And then he warned them to flee in that night, otherwise his father would have been taken and killed and shot. Yeah. Because I went to the Deutsche Bahn Museum in Nuremberg. Deutsche Bahn Museum in Nuremberg. Wait, was this? Did your father wear that type of? It's a police Polizei. Hat sowas getragen, der Vater? Ja. War das sein Uniform? No. This is for. Eine Uniform, aber nicht so die Mütze. He didn't have the hat. Okay, because this is for the Polizei for the Deutsche Bahn. Das war die Deutsche Bahn Polizei. Vor Jahren hatten die. Years ago, yeah. Yeah, because that's the symbol on it. Er war nach dem Krieg. No, for Herdecke. Der war mein Vater war nicht im Krieg. Den haben sie eingezogen, 1945. Ja, das kenne ich, das Zeichen. Wie kommen Sie denn da dran? Dann ist er geflüchtet. Der war nicht lange in Russland. No, he was in Russia, but not for long, because that was in 1945. Okay. Ein Vierteljahr. Maybe a quarter of a year. Ist er im Zug unter den Kohlen. Ist er nach Gleiwitz wieder gekommen. And he came on a train hiding underneath coal back to Leibniz. Ja. Und dann ist er zu meiner Oma. He went to her grandma's. 5 Minuten. They lived about 5 minutes away from them. Dann war er am Boden oben. And he was up in the attic. Und dann Hat sich da versteckt dann? Versteckt. He hid in the attic. Ja, aber dann wurde er verraten. And then he was betrayed. And das war, als die angefangen haben, ihn zu and that was when they started questioning him. And then they realised they had to flee. Sicher, wir haben viel Unrecht getan den Menschen gegenüber England und Amerika. Germany Aber ich habe Ihnen ja gerade erzählt, was der Anlass war, um die Schuld gar nicht erkannt zu haben als junger Mensch. Wenn Sie so in die Fänge dieser Banditen geraten, Sie kommen da nicht raus. Und das ist uns passiert. Die haben uns die Jugend gestohlen. It's just saying once again, they didn't have a chance. They were so young, they were just brainwashed, and they didn't realise they didn't have a chance to get out of it when they were children. They just thought it was all. Yeah, and so he said that they're like bandits. Did he say that bandits were was Hitler? Yeah. Yeah, that treated them like that. They stole their youth. Yeah. Yeah.
Yeah, I agree. Stimmt das auch. And I feel bad because I know that there were a lot of Germans that were. Weiß auch, dass es viele Deutsche gab. There's like normal, everyday people. Die ganz normale Menschen waren, wie jeder andere auch. And the crimes of the whole. All of Hitler and all the SS people. Und der SS. It stained the whole country basically suffered because of that. Irgendwie im Verruf gebracht und was weiß ich. Genau, also Because anytime when you see a movie of German soldiers, also immer wenn man einen Film von deutschen Soldaten sieht, you almost think like they're monsters with horns that came out of some. Man immer das Gefühl, das sind Monster. You can't even think of them as even humans. They're so evil, all of them. That sie werden immer sehr böse dargestellt. Es war aber, wie will man solche Schuld wieder bezahlen oder demjenigen helfen, wenn man selbst in den Fängen ist und das Tod bedeutete. Das hat man uns immer wieder auch als Soldaten angedroht. Nicht? Wenn man da irgendwie was anderes machen würde, dass man selber tut. Yeah, there were also people were scared as well. I mean, if they'd have done anything differently, they would have just been killed too. So. Yeah, no, and I agree. I'm not. Yeah, it's. Yeah, I think a lot of it really put a really bad taint on the country for the crimes of Hitler and the SS and the leadership. Because I know that not everyone was like them. Weiß halt, und das weiß auch jeder normal denkende Mensch, dass nicht jeder so ist wie das. Aber es ist halt so passiert. Ja, also es ist Hitler und die SS, die haben schon das Land ziemlich geschadet. So, aber I guess it sort of like destroyed maybe not anymore, but for a while it sort of destroyed the image of Germany for a long time. Also es hat für lange Zeit Deutschland im Grunde genommen zerstört. Also, und auch wie Deutschland gesehen wird, auch in der Welt. Recht. Wir haben ja auch viel zerstört, nicht? Aber wem geben Sie, das sind diese Leute, auch in meinem Weihnachtsbericht mahne ich die Jugend und jeden, wenn man einmal in Fänge dieser Verbrecher landet, davor will ich warnen und auch mit den Panzern und so weiter. Das sind für mich Waffen, die nur zerstören können, nicht? Yeah, he just wants to warn people against getting caught in anything like this, which happened to them when they were younger. He's experienced it himself. Wir nannten unseren Tiger ein fahrendes Grab. Driving grave, a rolling grave. Yeah. Rolling grave, the tiger. Yeah. Okay. The tiger was a rolling grave. Yeah. You said, okay. Die kam da nie raus. You never got out of it. But my father-in-law, he was in a tank too, and he was in Russia, and he was ich rede schon wieder auf Englisch. Also mein Ex-Schwiegervater war auch im Panzer, das weiß ich aber nicht mehr genau welcher, aber der war auch in Russland, he was in Russia too, and he was injured as well. The tank was shot at, also es wurde auch angeschossen und die Leute, die da drinnen waren, sie waren zu dritt. Und die waren beide tot und er hatte sein Bein, his leg was destroyed basically. Er lag ein Jahr lang mit einem offenen Bein, aber sie haben das gerettet, er wollte das nicht verlieren. He was in hospital for a year. His leg was, because there was splinters and things in it. Es waren ja mit Spitze auffallen, das verursachte natürlich auch Eiter und okay. Yeah, that was in Russia too. Yeah. Er wäre auch im Alter gewesen, wenn er gelebt hätte. He would have been his age too. Wir sind ja wenige zurückgekommen. Meine Mutter hat 4 Brüder verloren. She lost 4 brothers, her mother. Yeah. Wait, she lost 4... Her mother lost 4 brothers. Im Krieg. From the war, in the war. Yeah, that's terrible. That's schlimm. I have one more question, and then I need to show you something really fast. Also hat eine Frage und dann wollte immerhin was Schnelles zeigen. So when he was in the infantry, was he still in the 7th Panzer? Als sie in der Infanterie waren, waren sie immer noch in der 7. Panzer?
Regiment. Ich habe es nicht verstanden. What do you mean? What was the, or I guess really first, what was your rank at the end of the war? His rank? Was hatten Sie für eine... Ich war Gefreiter. Ja, Gefreiter. Gefreiter? Ja, die niedrigste Stufe. The lowest level. Okay. Gefreiter. So ein Winkel, nicht? Oh, yeah. So Gefreiter. Yeah. Okay. What's Gefreiter in English? Gefreiter is like a private. Private, okay. And I think Obergefreiter is... Ja, Hauptgefreiter, Stabsgefreiter und dann kam Unteroffizier. Unteroffizier. And he was in the infantry, I think, and he said that his tank, he had to leave his tank. Then he was in the infantry fighting. Yeah. Was he still in the 7th, I'm forgetting the name, 7th Infantry, or the... Als sie diesen Tank aber da ist er doch fest, then he was arrested after that. I think he... Sie waren ja im Panzer und dann anschließend sind sie dann in der Infanterie gewesen. Ja, kein Sprit, aber alles. Alles aber sie gehörten immer noch zu diesem 7. Panzer. Regiment. Ja, die haben immer im Grunde genommen noch unter diesen Namen weitergekämpft. Ja. He still was under this. He was still in the same, like the 7th Panzer. Also war folgendes, jeder Soldat bekam ein Soldbuch, hieß das. Nicht? Everybody had this Soldbuch. Das war das Dokument über welche Einheit und so weiter, wenn sie verloren ging. Das musste sie immer beitragen. Regiment you were in and all the rest of all your details, and then they had these metal Erkennungsmarke. Things. Und da stand drin, ich war beim Bataillon 413, kann ich mir noch Bataillon 400 Insterburg wurde 413 oder 30? 413. 413. That was his regiment. And that was when he was in the infantry? It stayed, that's what it was all the time. Ausbildung, ne? That's what his training. And then he fought in the infantry. Just one more time, what was the name of the city he was... I think he fought in an area in the infantry. Wo haben Sie gesagt, nochmal, wo Sie gekämpft haben? Ukraine. Also als Sie zu Fuß waren, als Sie die Panzer nicht mehr hatten? Nee, da sind wir von der Balticsee da runtergekommen und da haben wir, das hatte ich erzählt, nochmal hier Ersatzteile holen sollen. Da kamen wir zurück, da war der Russe schon drin, oben in Ostpreußen ist er zuerst reingekommen und da fand ich die Einheit nicht mehr und da kam ich... Also sind Sie von der Ostsee bis nach wohin dann? Bis nach Polen. They went to Poland, from the Baltic Sea to Poland. Da haben wir uns durchgeschlagen mit unseren Kumpels und so weiter. Also moving on. Aber da haben sie dann, but they couldn't find the regiment. Durcheinander. Okay. Und da hat man uns aufgefangen an der... irgendwie in einer Stadt an der Ostsee und zusammengestellt zu einer Truppe. Nicht? Da kamen alle zusammen. Und nur zu kämpfen noch, den Krieg zu verlieren. Und da in Konitz, das war mein letzter Auftritt da in Ostfront. Wo sie mich da abgeschossen haben, wo ich von den Granaten stark in Ordnung. Das war der letzte und da kam ich ins Lazarett und dann noch nach Dings. And that was when he came into the hospital and then that was when he was sent back to Austria after that. Okay, and Austria? Yeah, Austria. And did he shoot the MP40 machine gun? Haben Sie die MP40 Maschinengewehr geschossen? Nee. No. Glaube ich nicht. Ich hatte es wohl in der Ausbildung. MG42 hatten wir. The MB42. Maschinengewehr. So he shot the 3000 Schuss in der Minute. 3000 shots a minute. And so he shot that? Yeah, but only when he was training. Oh. Aber nur bei der Übung, ja. MG42? Yeah. Okay. Und MG34. And the 34. Yeah. Okay. Ausgebildet. When he was doing his training. Okay, and... Und der russische Kalaschnikow hatten wir auch mal... Some trainieren. Yeah, and had the Russian Kalashnikov as well to train with. Yeah. Okay. And did he ever see an elephant tank in battle? Haben Sie jemals einen Elefantpanzer im Kampf gesehen, im Schlacht gesehen? Nein, no. Das waren die letzten, nicht? That was the last ones. I think it was
I don't know. I think it's just called the elephant. I like the way it looks, an elephant tank. Also ihm gefällt, wie es aussieht. Nee, haben Sie den drin? Nö. Have you got a picture of it? No, I don't. No. Ich auch nicht. Aber ich habe gehört von. He's heard of them, but... Okay, so I didn't see them. No. When there was the cemetery for your friend, did they sing the song Ich hatte eine Kameradin? Also der jetzt umgebracht worden ist. Sorry, the one that was killed. Yeah, at the funeral, did they sing the song? Of your friend that was killed, did they sing? Oh no, German. Oh, you're singing. I know, right? Bei der Beerdigung von dem Freund, der gestorben ist, haben sie das Lied, that song, what the song? Ich hatte eine Kameradin. Ich hatte einen Kameraden gesungen. Yeah. Did he sing it at the song? Haben sie auch mitgesungen? Ja, das war traurig. Das war ein guter Kamerad. Alles mit dem geteilt. Yeah, he shared everything with him. Yeah. Und sehen vor mir wieder. Und dann ist sie being blown. Nein, ich weiß es nicht. Ich möchte das nicht wissen. Das ist schon... Yeah, he said, you know what it feels like? I said, no. Also, ob Sie I don't want to either. Ob Sie glauben oder mich, das hat mich geprägt. It's changed him. It's definitely changed him. Yeah. But did he sing the song? Did they sing the song at the funerals? Yeah. Ich hatte eine Kameradin. Yeah. Okay. Aber ich kann Ihnen noch einen Song erzählen, was wir als Panzer. But another song that they used to sing. Als Panzer gesungen haben. When they were in the tank was. Der zweite Vers heißt: Klein unser Häuflein, wild unser Blut. Wir fürchten den Feind nicht und auch nicht den Tod. Wir wissen nur eines, wenn Deutschland in Not, zu kämpfen, zu siegen, zu sterben, den Tod. Ich kenne das nicht, aber wissen Sie, wie das heißt? Do you know what it's called? This thing they did it in the tanks? Maybe if I heard a song version of it, I don't know. Ja, ich weiß es nicht, ich kenne das nicht, aber das haben Sie das im Musik mit einer Melodie gesungen? Gesungen in der Ausbildung. Wie ging dann die Melodie? Wissen Sie das noch? Do you remember the melody? Wissen Sie noch, wie die Melodie ging? Ja. Klein unser Häuflein, wild unser Blut. Wir fürchten den Feind nicht und auch nicht den Tod. Wir wissen nur eines, wenn Deutschland in Not, zu kämpfen, zu siegen, zu sterben, den Tod. An die Motoren, Kamerad, da gibt das ganz zurück. Fern im Osten stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit. Wow. You can remember that. Können Sie sich vorstellen, dass man einem Menschen so einen Quatsch einimpfen kann? Ja, natürlich. Ja, es ist schrecklich. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kriege ich nicht raus. Aber dass man das dann immer noch... You can still remember all Eben, das kriege ich nicht raus. Ja. Ja, das ist... Ja. Aber da gibt es 3 Strophen. Die erste habe ich auch. There's 3 verses to it. Okay. Alles Hingabe für diese Kaste, die da oben diese Verbrechen begangen hat. Oh, for this criminal. All right, I think das hätten Sie nicht erwarten von mir. Yeah, this is... ein schöner Abschluss, oder? There's this quick video I want to show you. This is He wants to show you something. A video. This is a Russian. I guess I met him, and he's like a famous Russian. Also hat ihn getroffen, das ist irgendwie ein berühmter Russer. He's a commander of the T-34 tank. Also hat die T-34, T-34 Panzer kommandiert, geleitet, keine Ahnung. Wollen Sie hier sitzen? And this example of like the interview, I did this. Also das ist jetzt ein Beispiel von dem Gespräch, den mit ihm hatte. Not this. This was in Veliki Novgorod, Russia. Oh. In Russland. Ist das alles Schnee, oder? Nein, das ist just like a background. Das kommt jetzt. Ich kenne das so hoch. Aber wir hatten es in Ostpreußen auch. Ja, klar, natürlich. Auch in Lüdenscheid. Ja. Auch in Lüdenscheid. Fired at the building for 2 days. Can you go into a little bit of his memories of that? Of the right?
an illegal net. Der hat ja viele hier Abzeichen. Yeah. Well, they have like medals all around. Yeah. And of course, as the war was not just a few days, and it was a really hard job, and it lasted for years. So they were very tired. But anyway, when they saw when the знамя Рейхстаг. Verstehen Sie Russisch? Ich war ja in Russland und ich kann vieles Polnisch. You can speak a bit of quite a lot of Polish. Die polnische Sprache ist ja eine slawische Sprache, ähnelt fast der russischen. And it's quite similar to the Russian language. Und sie werden Yeah, they're Slavic languages. ja, und Sie will lachen oder nicht. Ich habe da ab und zu einen Dolmetscher spielen können, weil ich einige Worte, und das konnte ich mir dann zusammen, wenn wir da baden gingen und wenn ich mit den Bauern verhandelt habe über ein Hähnchen und so weiter, dann habe ich den Dolmetscher gemacht. Because he was, so sind wir über den Winter yeah, gekommen. that's how they managed to survive the winter. And wait, one more time. How did they survive the winter? He had to, when they needed stuff or food or anything, because he could speak Polish. Oh, okay. Quite similar to Russian. Hören Then they would take him with them and he could translate. Hören Sie mal, so einen alten Veteran wie mich, wenn Sie nicht mehr wenn dennoch so gesprächig ist, As an old veteran ich like weiß him, es. it will be difficult to find who can also, is also very Und vor allen Dingen, talk about so much. Wie wir über die Schuld sprechen und Politik und Recht, mit diesen Burschen habe ich zu tun, den gebe ich ja. Haben Sie was? Zu tun mit meinen Followern da, nicht? Ja, im Internet. It's just talking about Rechts und links und alles finden Sie da. Und das, aber da kommen Sie bei mir richtig, ne? He's just saying that he's talking a lot and he can tell you a lot and all the rest of it. Ich will Ihnen sagen, nur so einen alten finde ich mehr, der alles hintereinander bringt. Nicht? That can also say things quite clearly in the proper. So, junger Mann, das wär's. That's it. And I just wanted to say, this person didn't destroy any Tiger tanks. So I didn't want to be like, he killed his friend or something. Ich wollte sagen, dass diese Person keine Tigerpanzer zerstört hat. Nicht, dass Sie denken, dass irgendwie dann. Ja, das hätte ich am Schluss sowieso gefragt. Aber es wäre mir auch diese Menschen muss man zufriedenstellen oder wenigstens die Meinung sagen können. Die können ja anderen denken, wie sie wollen, aber man muss mit denen verhandeln können und so weiter und aufmerksam machen und so weiter. Wenn ich Ihnen zeigen würde oder sagen würde, was da so rumkommt in diesen Schreiben. Dieser eine Tscheche, der ließ mir keine Ruhe mit dem Hitlerbild. Ne? He's talking about the people that have written to him and talked about Hitler and all the rest of it, trying to glorify it. Aber ich meine, der will, he wanted peace as well, didn't he? I imagine. The Russian veteran. Well, the Russian veterans, none of them have any. They have no problem with Germany or the German veterans. Von den Veteranen, mit denen gesprochen hat Probleme mit Deutschland oder mit den Veteranen aus Deutschland. Und I met maybe one person who didn't like the Germany. Also I met one veteran who didn't like Germany. Vielleicht eine Person kennengelernt, die Deutschland nicht mochte, quasi. Da gibt es aber es gibt auch andere, so ist das nicht. But there's others too. Yeah, so a lot of them they just said they were just defending their country. Also viele haben einfach gesagt, die haben ihr Land verteidigt. Because it was invaded, so. Weil da einmarschiert worden ist, weil das angegriffen worden ist. But a lot of them have no ill will towards German people. Haben überhaupt keinen Groll gegen den deutschen Menschen. Und das ist da grundsätzlich so, glaube ich. Wie hätte man anders machen können?
how could you have done anything differently? You were pulled into the war. Nobody wanted to. Yeah, so it was everyone I was talking to, I don't think I've spoken to one person who's actually liked being in the war. Everyone had to, and it was... besprochen gerne in Krieg gewesen ist. Jeder hat erzählt, wir müssten. Yeah. So everyone fought this whole entire war just because Hitler wanted the war. Also jeder hat dann halt diesen Krieg gemacht, weil Hitler das gerne wollte. Ne? Everyone died for him. Russisch, Englisch. Yeah, it was God. So many people died for basically because of him. So viele Leute sind wegen ihm und auch seine Mitmenschen. Eben. Ja, also he wasn't the only criminal. There were quite a few of them working with him together. Yeah. And one of the Russian veterans says he would like to meet a German veteran. Also einer der Veteranen hat gesagt, würde gerne einen deutschen Veteran kennenlernen. Yeah. So I don't know. I guess if you want to travel to, like, möchten Sie gerne nach Russland? Ich hatte immer vor, als ich nicht mehr arbeiten brauchte, eine Reise mit der Eisenbahn durch Sibirien. He wanted to, immer von geträumt. Go to Siberia. He always dreamed of doing that. Aber meine Frau wollte nicht mit. But his wife didn't want to. Yeah, I met the one German soldier that went to Siberia in the Gulag. Aber man sieht, man sieht, aber im Fernsehen sieht man diese Filme, nicht? Ja. Das hat mich schon ein bisschen befriedigt, aber ich werde gerne so. Also er hat einen Film gesehen und das hat ihm. He saw the film and that satisfied him a little bit, but he would still have liked to have actually gone there and done it himself. Okay. Can I just I was wondering, can he sign something for like a keepsake for our meeting? Gerne ein Autogramm. Like a Unterschrift or... Wenn das möglich ist. Schreiben Sie mal erst, was Sie in den Film... My YouTube channel? ZDF Info, schreiben Sie mal auf. He wants you to write down this vergessen Sie das. ZDF thing. Sonst kriegen Sie den ganzen Film zu sehen, 5 Stunden. Nur mein Film, wo... The film that we were die können auch länger sein. I want you to write down the link to it. Da schreiben Sie auf. ZDF Info, klein. ZDF. Okay, what is it? ZDF, sorry, ZDF. Alles klein, nicht? F. Info. It's all lowercase, but it doesn't matter. Okay. Info. ZDF. So, ja. Punkt, oder? Nee, ZDF Info hintereinander. Okay, kein Punkt. No dot. INFO. Yeah. Info. Panzer, Zweiter Weltkrieg. Panzer.